Lass uns jetzt mal in die nächste Phase dieser Unternehmensgründung oder Unternehmensentwicklung gehen. Was würdest du als nächsten Schritt wagen? Also jetzt mal angenommen, du hast jetzt dein Killer-USP entwickelt. Also das heißt, du hast eine Geschäftsidee, was du tatsächlich machen willst. Du hast es auch validiert, wie wir es ja vorhin gesagt haben, an dem Beispiel von dem Fotografen, was ich genannt habe. Du weißt, dass du da wirklich in dem Gebiet Experte bist. Andere haben dich da drin bestätigt. Du kannst das also machen. Dann ist jetzt natürlich der wichtigste Weg, sich zu fragen, so, wie komme ich jetzt an Kunden dran für diese Geschäftsidee? Also nochmal, du hast kein Unternehmen gegründet, du hast möglicherweise noch keine Website und nichts. Bevor du diese Dinge machst, musst du davor klären, wie dein Zugang zum Markt ist. Die beste Geschäftsidee ist wertlos, wenn du keinen Zugang hast zum Markt. Ja? Also ich will dir ein Beispiel sagen. Wenn du hochexklusive Business Deals zum Beispiel hier einfädeln willst, wozu du ganz bestimmte Kontakte brauchst zu Top-Playern in der Branche und du hast sie nicht, dann bringt dir diese Geschäftsidee nicht, denn du hast die Kontakte nicht. Ja? Aber das heißt, die zweite Phase hier ist, lerne mindestens einen Weg für diese Geschäftsidee, Traffic zu generieren und zu konvertieren. Also auf Deutsch einen Sales Funnel zu bauen. Du musst wissen, bevor du anfängst mit der Umsetzung, wo du konkrete Kunden gewinnen wirst und wie. Traffic heißt jetzt hier, dein Angebot an ein möglichst zielgerichtetes Publikum zu richten, für die dein Angebot relevant ist. Mhm. Traffic generieren kann zum Beispiel sein SEO, Google Ads, Social Media, YouTube, Radio, Fernsehen, Amazon, E-Mail-Marketing, Affiliates, Post, ja, also Mailings zu machen, Flyer zu drucken, ja, Werbung in Print Media. Was immer das bedeutet. Also wie bekomme ich mein Angebot an ein Publikum, für welches mein Angebot relevant ist. Ja? Und Conversion heißt dann letztlich, dass ein Kunde oder ein Interessent etwas ausfüllt, Kunde wird, etwas kauft. Ja? Aber dazu muss es natürlich gehen. Es bringt ja nichts, wenn ich eine Webseite habe mit 100.000 Besuchern, aber ich habe nie jemanden, der was kauft, oder ich habe nie jemanden, der hier ein Formular ausfüllt oder sonst irgendwas. Also Traffic alleine, jetzt einfach beliebiger Traffic, wo irgendjemand auf die Webseite geht, bringt natürlich nichts. Ja, du musst mit dem Traffic irgendwas machen. Und erst wenn du da was hast, was funktioniert, ja, einen Sales Funnel, kannst du im Grunde genommen an den Markt gehen. Es ist wichtig, meiner Meinung nach, dass du Experte für mindestens einen Channel bist. Also was weiß ich, du kannst Facebook Marketing oder du kannst Google Ads oder was weiß ich. Weil wenn du dir dafür gleich Dienstleister kaufen musst, wird es unwahrscheinlich teuer. Ja? Du musst einen Traffic-Channel selbst beherrschen und für weitere Traffic-Channels kannst du dir einen Dienstleister suchen. Es ist heute überraschend einfach, diese Dinge zu testen. Also ich meine, du kannst ein paar Facebook-Ads testen mit 20 € oder so. Du brauchst hier kein fertiges Produkt zu haben. Du kannst hier Posts zum Beispiel auf Facebook machen, deine Audience auswählen und dann mal sehen, wie die Reaktion ist. Liken Leute etwas, hinterlassen sie Kommentare, füllen vielleicht irgendein Formular aus, ja. Haben wir schon öfter gemacht, um bestimmte Dinge auszutesten. Aber das meine ich genau. Also du musst wirklich wissen, wie komme ich nachher zum Kunden. Und nur wenn du dann überzeugt davon bist, ja, dass du ein Produkt hast, auf der einen Seite eine Geschäftsidee, eine Dienstleistung, was auch immer, und einen Weg hast, dieses Produkt zu kaufen, das heißt, hast im Grunde den Marktzugang, dann würde ich erst mit der konkreten Umsetzung letztlich beginnen. Webseite bauen, Produkt formulieren und so weiter und so fort. Ich hatte kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, auf LinkedIn eine total interessante Statistik gesehen. Und zwar ging es um den Barbie-Film, der 145 Millionen Dollar gekostet hat zu produzieren, aber 150 Millionen, also 5 Millionen Dollar extra wurden in Marketing und Werbung investiert. Natürlich, also hier haben wir jetzt natürlich sehr spezifisch, ich denke bei einem Film, natürlich einen sehr großen, sag ich jetzt mal, Shotgun-Approach. Ja, das heißt, also da wird natürlich in sehr großem Stile Werbung gemacht und ist vielleicht nicht so zielgerichtet, ja, wie es jetzt jemand anders und vor allem jemand, der jetzt gerade anfängt, machen könnte. Der Vorteil ist ja bei Medien, wie zum Beispiel LinkedIn oder Facebook, dass du sehr gezielt Marketing machen kannst. Also du kannst sagen, zeige meine Anzeige jedem, der in Deutschland lebt, zwischen 40 und 50 Jahre alt, männlich ist und diese und jene Interessen hat. Ja.
oder diese andere Seiten oder Profile mag auf Facebook und so weiter und so fort. Du kannst also sehr genau targeten. Aber was mir in deinem Beispiel gefällt, Catherine, ist, wie ernst man das Marketing nehmen muss. Und was ja dein Beispiel zeigt, ist, dass der Film kostet so viel, aber die Vermarktung kostet so viel und oftmals wird es nicht berücksichtigt. Ja, also ich meine, manche denken, sie bauen eine Fabrik und dann haben sie ein Unternehmen. Das stimmt nicht. Ohne den Marktzugang hast du kein Unternehmen. Du hast vielleicht eine Fabrik, aber wenn du den Marktzugang nicht hast, dann bringt es dir alles nichts. Ja, also der Marktzugang ist genauso wichtig wie natürlich die gute Geschäftsidee, weil ohne die Geschäftsidee, ohne den richtigen Verkauf, ohne ein Killer-USP wird es auch nicht funktionieren. Ja, also beides muss sozusagen die perfekte Heirat sein. Nur dann wird es erfolgreicher und funktionieren. Und das ist natürlich eine Sache, die man testen muss, die muss man ausprobieren. Nichts davon funktioniert spontan, weil wenn es einfach wäre, wird es jeder machen. Wir haben über die ersten 2 Phasen gesprochen. Phase 1, finde deinen USP. Phase 2, finde deinen Zugang zu deinen Kunden. Wir haben das alles. Der nächste Schritt ist, gründe ein Unternehmen und organisiere dich. Das Gründen ist wahrscheinlich noch das Einfachste davon. Das Organisieren. Was genau meinst du damit? Genau, also wir müssen jetzt ja nur ein Unternehmen gründen, eine Rechtsform, damit wir hier auch am Markt auftreten können. Hier würde ich sagen, mach das Einfachste und das Billigste, was geht. Wer in Deutschland wohnt, kann eine UG gründen, wenn Haftungsschutz wichtig ist. Sonst geht einfach auch eine GbR. Ich würde hier spezifisch kein Auslandsunternehmen gründen, auch wenn es sich später ins Ausland zieht. Schlicht und ergreifend, um Kosten zu sparen, um Reibungsverluste zu sparen. Mach es so einfach, wie es nur geht. Und mit organisieren meine ich dann natürlich die ganzen Drumherums, die bei einem Unternehmen so wichtig sind, zu organisieren. Also, was passiert, wenn eine Bestellung kommt? Ja. Was passiert, wenn ein Kunde eine Anfrage hat? Wie mache ich dieses, wie mache ich jenes? Wie mache ich Buchhaltung, wie mache ich Steuern? Wie kümmere ich mich um den Wareneinkauf, wenn ich ihn dann habe? Also alles, was letztlich hier mit dem Aufbau des Unternehmens zu tun hat. Wenn ich Software entwickeln muss, dann würde die auch in dieser Phase laufen. Ja, also ich würde spezifisch sagen, wenn du jetzt zum Beispiel eine App entwickeln willst, die du verkaufen willst, dann fängst du mit der App-Entwicklung erst hier an, dass wir uns da richtig verstehen. Die ersten beiden Phasen, da wird noch nichts produziert, weil wie gesagt, es hat ja keinen Sinn, Produktionskosten, selbst wenn es deine eigene Arbeitszeit ist, aufzunehmen, wenn du nicht weißt, ob es funktionieren wird. Das heißt, erst jetzt würdest du im Grunde dann Produktentwicklung machen. Und genau, bevor du Produktentwicklung machst, gründest du das Unternehmen, denn du willst ja letztlich die Unkosten möglicherweise in dem Unternehmen absetzen können oder du willst, dass du dir Verträge mit Lieferanten machen kannst, dafür brauchst du ein Unternehmen, du willst, dass die Rechte da drin sind und so weiter und so fort. Ja, also egal, was du machst, auch wenn es jetzt Dropshipping ist oder sonst irgendwas, du willst davor ein Unternehmen haben, du musst, wenn du einkaufen willst, Verträge machst, Shopify-Account erstellst und so weiter. Das muss alles im Namen eines Unternehmens sein, idealerweise. Gründe ein Unternehmen, organisiere dich, baue jetzt tatsächlich das Unternehmen auf. Das passiert in diesem Schritt. Dann als Phase 4 hast du aufgeschrieben, warmlaufen und nach Möglichkeit Verluste machen. Da zieht es wahrscheinlich manchen Leuten gleich so vor Schreck zusammen. Genau, also ich habe jetzt natürlich vor mir die Vision, dass du eigentlich was etablieren willst und dann ins Ausland willst, so schnell wie möglich. Ja, das heißt, also es ist natürlich in dem Fall dann extrem wichtig, dass du jetzt hier nicht ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufbaust, denn wir wissen alle, was dann passiert. Denk mal an die Wegzugsteuer, Entstrickung und so weiter und so fort. Du musst dir vorstellen, du bist noch in deinem Job, du hast einen Vollzeitjob, du wohnst Deutschland, Österreich oder sonst irgendwo und parallel baust jetzt dieses Unternehmen auf. Du kannst jetzt noch nicht volle Kanne Gas geben, ja, sondern jetzt dienst letztlich dazu, dein USP unter Live-Konditionen zu testen, deinen Marketing-Ansatz unter Live-Konditionen zu testen. Das meine ich mit Warmlaufen. Das heißt, du wirst vielleicht ein paar Kunden bedienen. Du wirst kleine Marketingkampagnen vielleicht online machen. Du wirst erste Erfolge haben. Kunden werden dein Produkt vielleicht positiv reviewen. Du wirst vielleicht kleine Krisen haben. Was passiert, wenn du ein Produkt nicht liefern kannst? Ein Kunde beschwert sich bei dir. Diese ganzen Dinge. Das meine ich mit Warmlauf. Wie gesagt, du hast deinen Vollzeitjob noch. Ich gehe davon aus, dass du gar nicht die Zeit hättest zu sagen, okay,
ich bediene hunderte, Dutzende Kunden oder mache so und so viele Anrufe jeden Tag, um hier meine Leads letztlich abzutelefonieren. Ja, deswegen gehe ich davon aus, dass wir den Verlusten machen sowieso jetzt keine besondere Anstrengung ist. Das wird ohnehin passieren, denn du hast ja hohe Unkosten im Vergleich zum Umsatz jedenfalls, selbst wenn deine Unkosten nicht so hoch sind. Ja, dadurch wird sich also hier die Sache mit den Verlusten ohnehin ergeben. Die nächste Phase ist wahrscheinlich für viele das Aufregendste, den Job kündigen und ins Ausland umziehen. Sobald du natürlich weißt, dass dieses Unternehmen tatsächlich läuft, dass du jetzt hier Umsätze machst, vielleicht hast du auch jetzt schon tatsächlich neben deinem normalen Job so viele Umsätze gemacht, dass du dir hier ein Gehalt bezahlen kannst, was jetzt nicht unüblich ist. Ja, also wir machen jetzt das Warmlaufen mal ein paar Monate. Es läuft besser und besser, es läuft wärmer und wärmer, ja. Du machst mehr und mehr Umsatz, Gewinn und so weiter, ja. Oder möglicher Gewinn. Jetzt willst du vielleicht ein Gehalt auszahlen, damit du dann eben keinen Gewinn machst, ja. Dann kommt natürlich jetzt die Zeit, den Job zu kündigen und oder ins Ausland umzuziehen. Das ist die Stunde der Wahrheit, der Sprung ins kalte Wasser. Da brauchst du besonders viel Glauben an dich selbst. Aber glaub mir, die meisten Unternehmer machen genau diesen Schritt irgendwann. Also da bist du nicht alleine. Da gibt es Tausende, Zehntausende, Millionen, die den Schritt vor dir gemacht haben, die ihn jedes Jahr machen. This is where the rubber hits the road. Ja. Wenn du jetzt gut vorbereitet bist, wenn du schon ein laufendes Business hast, dann ist es eigentlich für die meisten relativ einfach möglich. Und es wird hier keine großen Überraschungen geben. Aber natürlich, wir alle begegnen Hindernissen, unerwarteten Situationen. Jedes Business ist eine Herausforderung. Du bist vielleicht in der Situation, dass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern oder es kommt ein neuer Konkurrent an den Markt oder sonst was. Kommt ganz drauf an, wie schnelllebig dein Markt ist. Also du wirst laufend mit Problemen natürlich konfrontiert werden, aber wer unternehmerisch tätig sein will, der weiß das ja und der mag auch die Herausforderung und weiß auch bei der richtigen Vorbereitung, dass er hier dann die Oberhand am Ende gewinnen wird. Und dann die letzte Phase wäre, dass man eine Auslandsgesellschaft gründet und tatsächlich Vollgas gibt. Wir richten uns an Personen, die von vornherein planen, ins Ausland umzuziehen. Wer das nicht vorhat, der macht es vielleicht ein bisschen anders an dieser Stelle. Ja. Aber nochmal, wir richten uns spezifisch an Personen, die vorhaben, ins steuergünstige Ausland umzuziehen. Also, du hast den Job gekündigt, du hast ein kleines Unternehmen aufgebaut, was vielleicht ein bisschen Gewinn schon macht, beziehungsweise du zahlst selbst ein Gehalt, das heißt, machst keinen Gewinn, was ansonsten Verluste macht und dann entscheidest du dich letztlich ins Ausland zu gehen. Du bist im Ausland und jetzt gründest du im Grunde genommen eine Auslandsgesellschaft. Dort wird dann letztlich das Unternehmen nochmal neu gestartet. Kann ruhig unter der gleichen Brand sein, aber realistischerweise würde ich aufpassen, mit Dinge hier jetzt einfach so ohne weiteres mit zu übernehmen. Jetzt zum Beispiel hier einen Shopify-Account oder so zu überschreiben. Also hier macht man besser dann was Neues direkt von der Auslandsgesellschaft und das andere wird beendet. Es gibt ja dann technische Lösungen wie Redirects und so weiter, damit es hier dann keine Probleme gibt. Aber wir wollen wirklich die eine Sache schließen und was Neues aufbauen. Ja, ist ein wichtiger Punkt, auch steuerlich gesehen. So, dann lebst du im steuergünstigen Ausland, du hast eine Auslandsfirma und dann kannst du im Grunde Vollgas geben. Wenn du es richtig gemacht hast, dann wird es im Grunde einfach dein Marketingbudget nach oben gefahren. Der Traffic geht automatisch nach oben, weil du die Budgets, die täglichen Budgets bei deinen Ad-Kampagnen oder was du sonst hast, nach oben drehst, dann kommt der Traffic, dann kommen mehr Aufträge. Ja. Und das Ganze wird dann im Grunde, ich will nicht sagen zu einem Automatismus, aber zu einem ziemlich großen Rad, was du dann drehen kannst. Jetzt schauen uns wahrscheinlich Leute zu und sagen, Mensch, der Sebastian, der kann ja alles tolles Zeug erzählen und das hört sich ja alles super in der Theorie an. Wie sieht es in der Praxis aus? Und ich bin total glücklich, dass wir 10 Mandanten von dir gefunden haben, die entweder eingewilligt haben
Die Beispiele sind natürlich anonymisiert, die aber eingewilligt haben oder sowieso ihre Story schon erzählt haben, wo wir so ein bisschen Einblick bekommen, wie unterschiedlich diese Unternehmen sein könnten, wie unterschiedlich die Umstände sind, die Leute dazu bewogen haben, per Bootstrapping ein Unternehmen zu gründen und ins Ausland zu gehen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.